Dreimal wurden auf ihr Befestigungen gebaut. Und nach jedem Krieg wurden sie geschliffen. Und trotz der wichtigen Position und vorteilhaften Lage wurde um ihr nie gekämpft in den beiden Weltkriegen. Ihre Befestigungen waren so gut, es lohnte sich ein Angriff einfach nicht. Ein Stollensystem, das so gut befestigt war, so dass es bis heute noch steht. Die Rede ist von der Bunkeranlage am Kielsteiner Klotzen. Um den Bunker besser zu verstehen, werden wir mal einen Blick ins Innere werfen. Durch den Klotz führt ein Bahntunnel, der sogenannte Klotzentunnel. Dieser diente als die Hauptversorgung der Anlage. Dieser ist bis heute immer noch in Betrieb und durch ihr verkehren Züge nach Basel und Freiburg. 4 der 8 Eingänge zum Bunker waren im Bahntunnel. Diese gaben Zugang zur Blauen Galerie, welche sich auf Höhe des Bahntunnels sich befindet. Die Blaue Galerie hatte insgesamt 6 Eingänge. Die übrigen 2 befanden sich an der Außenseite des Klotzen. Die Blaue Galerie ist des Weiteren in einem Nord- und einem Südteil getrennt. Während die Hauptaufgabe der Blauen Galerie die Versorgung und Verbindung des Bunkers sicherzustellen war, besaß sie im Felsenkopf auch 4 Kasematten, welche mit Maschinengewehren besetzt waren. 6 Meter überhalb der Blauen Galerie befindet sich die Grüne Galerie. Sie verfügt über 3 Kasematten, welche die Eingänge der Blauen Galerie an der Außenseite schützen sollte. Die Grüne Galerie ist anhand von einer Treppenverbindung, einem Lüftungsschacht und einem Treppenschacht mit der Blauen Galerie verbunden. Wir kehren nun zurück zur Blauen Galerie. Vor ihrem Maschinenraum befindet sich der Treppenschacht 1. Dieser verbindet die Blaue Galerie mit der sich darunter sich befindenden Gelben Galerie und der sich über der Blauen Galerie sich befindenden Roten Galerie. Die Gelbe Galerie, welche sich 13 Meter unter der Blauen Galerie sich befindet, führt vom Fuße des Schachtes an 2 Abzweigungen vorbei. Eine davon führt zum Aussichtsfenster 5 und dem Aufgang zum Westteil der Blauen Galerie Nord. In ihr befindet sich die Küche, als aber auch 2 der 6 Eingänge in die Blaue Galerie. Eine davon kommt von außen. Die andere Abzweigung führt zum Treppenschacht 2. Diese führt hinauf zur Blauen Galerie Nordost. Sie verfügt lediglich über einen Eingang zum Bahntunnel, jedoch der einzige mit Zugang zur Schiene Richtung Norden. Zurück zur Gelben Galerie. Nach den Abzweigungen geht es, abgesehen von ein paar Abstellplätzen für Maschinerie, nur noch zum Sechsschartenturm. Ihre Aufgabe war es, den Eisenbahntunnel und somit die Zugänge zur Blauen Galerie zu schützen. Nebenbei beherrschte sie das Gebiet um den Klotzen. So wie die Kasematten war sie mit einer MG ausgestattet. Im Gegensatz zu den Kasematten aber konnte sie sich im Kreis schwenken. In ihrer Basis war ein Telefon. Von hier aus erhielt der Sechsschartenturm seine Befehle vom Turm Dollmann. Um zum Turm Dollmann zu gelangen, musste man zurück zum Treppenschacht 1. Von dort gelangte man über den Treppenschacht und einer Wendeltreppe zur Roten Galerie, welche sich 21 Meter über der Blauen Galerie befindet. Abgesehen von einer Beobachtungsstelle und einem Fenster hatte sie keine anderen Merkmale an der Klotzenaußenseite. Die Hauptaufgabe der Roten Galerie war es, die blaue, gelbe und grüne Galerie mit der Braunen Galerie und Turm Dollmann zu verbinden. Nach dieser Abzweigung ging sie aber 3 Kilometer weiter ins Hinterland, direkt in einen Stützpunkt der Wehrmacht.
Für Belüftung sorgten 3 Fenster, wovon nur einer eingezeichnet ist hier. Über eine Abzweigung gelangte man zum Treppenschacht 3, welcher 28 Meter hoch war, der höchste im Bunker. Dieser verband die Rote Galerie mit der Braunen Galerie. Die Braune Galerie verband Treppenschacht 3 mit Turm Dollmann. Dieser diente nur zur Artilleriebeobachtung und hatte weder Kasematten noch Schartentürme. Von hier aus liefen alle Befehle. Dieser 3D-Plan des Bunkers wird während des gesamten Videos zu sehen sein, damit man die Position von der Kamera immer in Übersicht hat.